Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Vor kurzem haben wir euch den CamelBak Mule vorgestellt. Heute stellen wir euch nochmal die neue Milsbeck Crux Trinkblase im Detail vor. Ich habe euch hier mal einen alten Herren mitgebracht. Das ist quasi eine, ich weiß gar nicht aus welchem Jahr die ist, aber eine sehr, sehr alte CamelBak Trinkblase. So alt ist sie aber auch noch nicht, weil sie hat schon hier die Schnellkuppler am Mundstück. Von daher, aber einfach mal, dass ihr mal einen Unterschied seht, wie CamelBak Blasen früher ausgesehen haben und wie sie heute in der aktuellsten Generation aussehen. Die Milsbeck Crux gibt es in verschiedenen Varianten. Logischerweise war ja auch früher immer so, gibt es 1,5 Liter, 1 Liter, 2 Liter, 3 Liter, was auch immer ihr euch vorstellen wollt. Die wir kürzlich im CamelBak Mule getestet haben, war eine 3 Liter Trinkblase und die hatte auch den Steg hier. Ich habe das erwähnt, für alle, die es nicht gesehen haben. Hier bei den alten Trinkblasen hat man immer das Problem gehabt, die sind sehr bauchig geworden. So wie der Sendelbeck hier, dicke Bauch, ja. Und drückt sich nach unten aus. Das Wasser sammelt sich unten nicht sehr schön. Hat man jetzt hier bei dem Modell hier spezifisch auch ein bisschen, weil diese Trinkblase hier keinen Steg hat. Also die gibt es mit und ohne Steg. Ne? Da müsst ihr halt darauf achten, wenn es euch egal ist, wie dick die Trinkblase wird, dann passt es. Wenn ihr aber wenig Platz im Rucksack habt zum Beispiel oder im Pack generell, dann könnt ihr da mit dem Steg arbeiten. Das heißt, der Steg limitiert dann natürlich die Breite und dann ist die nur noch, keine Ahnung, 4 cm in der Tiefe ungefähr. Also wird auf jeden Fall ein deutliches Stück kürzer. Ja, was hat sich noch geändert an der Milsbeck Crux? Ihr seht hier die große Öffnung im Vergleich zu der alten. Nehmen wir die jetzt mal nach rechts, dass ihr mal sehen könnt, oder nach links für euch. Hier, das ist der ganz kleine Verschluss. Der hat natürlich einen Haufen Nachteile, außer dass er halt schön klein war. Hat man die Trinkblase schwierig reinigen können. Deswegen hat CamelBak schon längere Zeit jetzt hier diese ganz großen Drehteller im Einsatz. Neu ist jetzt hier bei der Milsbeck Crux, dass hier so ein Henkel mit dran ist, dass man wirklich, wenn man die hier aufdreht, kann man die wirklich super unter den Wasserhahn halten und dann entsprechend befüllen. Also das ist wirklich, vorher hat man immer irgendwo unten halten müssen, dann hat man wieder Wasser rausgedrückt. Also diese Halterung hier ist definitiv eine Verbesserung. Der Schraubverschluss an sich ist gleich geblieben zur Antidote. Das ist das Vorgängermodell. Das ist schon ein sehr, sehr guter Schraubverschluss, weil er ist sehr flach. Er hat einen ultradichten Gummiring drin, also da geht auch nichts raus. Mir ist noch keine CamelBak-Blase ausgelaufen, zumindest nicht hier oben. Und natürlich hat man jetzt hier auch nochmal eine Aufhängung, um dann entsprechend die Trinkblase auch irgendwo im Pack befestigen zu können. Stichwort Aufhängung. Ihr müsst ja die Trinkblase auch irgendwie trocken bekommen. Zum Aufhängen gibt es von CamelBak extra Zubehör. Das heißt, da gibt es einen Haken, der wird dann hier unten eingehakt. Das ist nämlich auch eine feine Sache bei den neueren Trinkblasen von CamelBak. Quick Detach auch unten. Das heißt, da kann auch kein Wasser rausfließen. Das Einzige, was passiert, wenn ihr hier noch Wasser im Schlauch habt, kommt das Wasser euch vom Schlauch entgegen. Aber das hier ist auf jeden Fall dicht, wenn ich den Schlauch abnehme. Dann wird der Haken hier eingehängt. Dann könnt ihr die Trinkblase so aufhängen und dann gibt es hier noch entsprechend ein Stück, was dann die Wände auseinanderhält, um dann entsprechend dann auch die Trinkblase zu trocknen. Ja, wenn wir schon mal hier unten sind bei dem Verschluss, da hat sich noch was geändert und zwar die Erhöhung des Quickverschlusses hier unten. Bei der hier sieht man es ein bisschen bei der älteren hier. Ich zeige das gerade nochmal im Vergleich. So. Die ist ein bisschen höher. Bei der Antidote, also das Modell davor, war es ganz schlimm. Die war wirklich in so einem 45-Grad-Winkel, hat die nach vorne weggestanden. Jetzt ist man aber dazu hergegangen, gerade beim Militär, mit Inline-Filtern zu arbeiten. Sprich ein Filter, der auch das Gewinde hat oder den Anschluss hat, wird hier eingesteckt, dann kommt der Schlauch und fertig. Ja, und dadurch, dass das so abgestanden hat, hat natürlich dann hier der Inline-Filter hier im 45-Grad-Winkel weggestanden. Das hat man jetzt hier behoben. Das heißt, hier ist wirklich alles flach, damit man damit auch gut arbeiten kann. Ja, aber die grundlegendste Änderung an der Milsbeck Crux war oder ist laut Hersteller, sie tut auf einmal oder sie kann 25% mehr Wasser pro Zug durchlassen. Das wollen wir natürlich einmal testen. Hier seht ihr jetzt auf der rechten Seite bei euch gesehen, links mit dem hellen Schlauch, das ist die alte Blase und hier links bei mir, rechts bei euch die neue Trinkblase. Dann gucken wir mal, wie hier der Durchfluss aussieht.
Hier könnt ihr jetzt deutlich sehen, das ist jetzt nur die Schwerkraft, also wir ziehen jetzt nicht dran, dass da schon mehr kommt in der neueren Version mit dem Milzbeck Krux. Und ich glaube, ich muss mal aufs Klo bei dem Geräusch hier. Der Schlauch, wie schon erwähnt, am einen Ende hier Quick Detach für die Trinkblase, auch auf der anderen Seite Quick Detach für das Mundstück. Bei Camelback ist hier auch ein On-Off-Schalter, ist auch deutlich sichtbar hier Off nach vorne, On nach hinten. Das bedeutet, wenn On ist, kommt Wasser, wenn Off ist, kommt kein Wasser, logischerweise. Und der wird einfach hier aufgesteckt, hat auch einen Dichtungsring entsprechend und hat hier eine Kappe fürs Mundstück. Das Mundstück ist bei Camelback so, da müsst ihr drauf beißen, um Wasser zu bekommen. Das heißt, wenn ich hier beiße mit den Zähnen, dann geht hier vorne die kleine Flappe auf und dann kommt da das Wasser entsprechend raus. Ist Geschmackssache. Ich persönlich finde die Mundstücke von Source schöner, aber auf jeden Fall, es funktioniert auf jeden Fall. Also es ist nicht so, dass da nichts rauskommt. Ich mag einfach dieses Draufbeißen, ist nicht so meins. Da ziehe ich lieber wie bei Source dieses Mundstück, das Teil raus und kann dann damit trinken. Aber für den einen oder ich habe genug Freunde, die sagen, nee, das mag ich nicht, ich will hier was zum Draufbeißen haben. Und die Leute können mit der hier am besten umgehen. Zusammengefasst kann man sagen, die Milzbeck Krux von Camelback ist eine deutliche Verbesserung zum Vorgänger. Mir speziell gefällt gut die Henkelhalterung hier, damit ich da wirklich die Trinkblase stressfrei befüllen kann, ohne dass da Wasser rausfällt oder verloren geht beim Befüllen. Und ansonsten, wie gesagt, wer einen Inline-Filter nutzt, der kommt an der Trinkblase hier auch nicht vorbei, weil er dann hier einen besseren Winkel hat und natürlich die 25% mehr Wasserdurchlass. Ihr bekommt die Milzbeck Krux Trinkblasen allesamt bei Recon Company. Der Link ist unten eingeblendet. Wenn ihr noch Fragen zum Produkt habt, schreibt es in die Kommentare. Falls noch nicht geschehen, abonniert unseren Kanal, gebt uns ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Hallo, ich bin Schlupf vom grünen Stern. Alter, die Schüssel ist ja geil, Stefan. Kann ich mir mal... Das war nicht aus Alu, also hilft nicht gegen Auswäschestrahlen. Das sag ich nochmal, das ist gut. Also es ist zwar kein Aluhut, aber hilft auch gegen Corona-Verschwörungstheorien. So. Gut, okay.